Hallo und ein herzliches Willkommen, meine lieben Zuschauer, zu einem neuen Video von Buchding. Heute könnt ihr dabei sein, wenn eine neue Sendereihe auf meinem Kanal startet mit dem geheimnisvollen Namen The Next Universe. Worum es dabei genau geht, erfahrt ihr gleich. Bestimmt hat jeder von euch auch ein, zwei oder noch mehr solcher Autoren, von denen er oder sie sich jedes Buch sofort kauft, wenn es erscheint. Beziehungsweise auf deren Bücher man schon richtig hinfiebert, sobald sie angekündigt sind. Ja, auch für mich gibt es diese ganz besonderen, nennen wir sie mal, Lieblingsautoren. Wer meine Videos häufiger schaut, hat vielleicht auch schon mitbekommen, um welche es sich dabei handelt. Einem dieser Autoren werde ich eine ganze Sendereihe widmen. Es ist Mr. Jasper Fforde. Seine Bücher sind mir ganz besonders ans Herz gewachsen, weil sie einfach unglaublich originell sind und das trotz der Fülle an Themen, die es inzwischen schon gibt auf dem Buchmarkt und die sich eigentlich auch immer wieder wiederholen. Er schafft es, da einfach nochmal die Krone draufzusetzen. Dazu kommt, dass seine Geschichten unheimlich intelligent und verstrickt sind und eine ganz, ganz große Portion englischen Humors beinhalten. Und da bin ich ein Fan von. Jasper Fforde hat neben den Büchern, um der es jetzt in dieser Sendereihe speziell gehen soll, noch andere geschrieben, die leider auch viel zu wenig beachtet sind und die ich euch im Laufe der Zeit natürlich auch noch mal ein bisschen genauer vorstellen möchte. Hier soll es aber jetzt um eine ganz besondere Reihe gehen, und zwar um die Thursday Next Reihe. Und jetzt wisst ihr wahrscheinlich auch, woher der Titel für diese Reihe kommt: The Next Universe. Ich möchte euch nämlich in kurzen Videos erklären, was es mit dieser Reihe auf sich hat und was es mit der Welt auf sich hat, um die es in dieser Reihe geht. Es ist eine alternative Realität unserer Welt. Sie unterscheidet sich in einigen Dingen eklatant von dem, was wir so kennen, insbesondere was die geschichtlichen Hintergründe angeht, die natürlich dann, da sie ja so komplett anders sind als bei uns, zu speziellen Entwicklungen in der Jetztzeit geführt haben. Außerdem sind die Moralvorstellungen der Menschen in dieser Welt ein bisschen anders als unsere. Und der größte Unterschied zu unserer Welt ist, dass Bücher und Literatur eine riesengroße Rolle spielen und unglaublich wichtig sind im Leben der Menschen, dass die Menschen sich so stark mit Charakteren oder Autoren identifizieren, dass das ziemlich merkwürdige Auswüchse annimmt. Mehr dazu erfahrt ihr in den nächsten Teilen meiner Serie. Im heutigen ersten Teil dieser Reihe geht es jedoch um Thursday Next selbst, beziehungsweise um ihre ziemlich schräge Familie, die uns im Laufe der Serie immer wieder begegnet und die natürlich auch maßgeblichen Einfluss hat auf das, was in dieser Serie passiert. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem ersten Teil und wir sehen uns gleich wieder. Thursday Next, die Hauptprotagonistin und Namensgeberin der Romanserie, ist zu Beginn der Reihe etwa Mitte 30 und Single. Am Ende der Reihe wird sie verheiratet sein und Mutter von 2 bis 3 Kindern. Sie ist eher der lässige Typ, trägt Jeans und Lederjacke und die brünnetten Haare zu einem praktischen Pferdeschwanz gebunden. Sie fährt einen grünen Porsche und hat als Haustier eine Dodo-Dame namens Pickwick. Thursday ist das jüngste von 3 Kindern und diente in den 70er Jahren als Fahrerin eines Truppentransporters im Krimkrieg. Sie erlangte Ruhm, als sie nach einem misslungenen Angriff auf das Schlachtfeld zurückkehrte und die Verwundeten rettete. Sie arbeitet beim Special Operations Network, genannt Spec Ops, in der Abteilung Literaturkriminalität. Die Agenten dieser Abteilung werden Lit-Ex genannt. Thursdays Mutter, Wednesday Next, ist Hausfrau und verheiratet mit Thursdays Vater, Colonel Next. Seinen Vornamen kennt niemand und eigentlich sollte diesen Mann generell überhaupt niemand kennen. Denn der ehemalige Mitarbeiter der Chronogarde, ebenfalls eine Abteilung von Spec Ops, wurde von seinem Arbeitgeber wegen Unangepasstheit genichtet, heißt komplett aus der Zeitlinie getilgt und für nicht existent erklärt. Doch dabei ist irgendetwas schiefgegangen und Colonel Next reist nun ständig in der Zeit hin und her, um seinen Verfolgern zu entkommen. Ab und zu jedoch sucht er mal seine Tochter auf, Thursday, um ihr ein paar wichtige, wenn auch sehr kryptische Hinweise zu geben. Thursdays ältester Bruder Anton ist während des besagten missglückten Angriffs auf der Krim ums Leben gekommen. Und wie sich herausstellte, hatte Anton eine maßgebliche Schuld am Misslingen dieses Angriffs, was Thursday bis heute belastet.
Ihr zweiter Bruder Joffrey ist ebenfalls im Krimkrieg gewesen, und zwar als Militärgeistlicher. Er ist heute Priester der Kirche der GSG, der globalen Standardgottheit. Er ist homosexuell und außerdem ein wichtiger Ansprechpartner für Thursday, auch wenn er sie immer wieder mit seinen üblen Scherzen nervt. Thursday hat noch einen Onkel, Mycroft Next. Er ist Erfinder, Mathematiker, Physiker und Schriftsteller. Er hat einen IQ von 270 und hat unter anderem das Prosa-Portal erfunden, mit dem das Reisen zwischen der Buchwelt und der realen Welt möglich ist. Die Person von Mycroft unterliegt jedoch strengster Geheimhaltung, sodass eigentlich niemand über ihn oder seine Existenz reden darf. Mycroft ist verheiratet mit Polly Next, Thursdays Tante. Polly muss regelmäßig als Versuchsperson für die Experimente ihres Mannes herhalten, weswegen sie auch im ersten Band nach dem Test des Prosa-Portals in einem Gedicht festsitzt. Polly ist außerdem eine begnadete Mathematikerin und ist für sämtliche Berechnungen zu Mycrofts Experimenten zuständig. Thursday heiratet im Laufe der Reihe Landon Park Lane. Sie kennt ihn bereits von ihrem gemeinsamen Dienst auf der Krim, wo er ein Bein verlor. Ihr Verhältnis war zwischenzeitlich zerrüttet, da Landon derjenige war, der die Schuld von Thursdays Bruder Anton am missglückten Angriff öffentlich machte. Landon ist übrigens ein erfolgreicher Schriftsteller. Mit Landon Park Lane hat Thursday später einen Sohn namens Friday, eine Tochter namens Tuesday und aufgrund einer gemeinen psychologischen Manipulation einer Widersacherin auch eine eingebildete Tochter namens Jenny. Dann gibt es da noch Granny Next. Sie ist über 100 Jahre alt und trägt ausschließlich karierte Kleidung. Sie lebt in einem Seniorenheim und ist des Lebens schon längst überdrüssig, aber sie ist davon überzeugt, dass sie erst sterben kann, wenn sie die 10 langweiligsten Bücher der Welt gelesen hat. Also liest sie Tag ein, Tag aus die langweiligsten Bücher, die sie finden kann, in der Hoffnung, irgendwann alle 10 der langweiligsten Bücher der Welt gelesen zu haben. Nebenbei ist sie aber in einigen Fällen eine große Hilfe für Thursday und erst später wird sich herausstellen, in welchem verwandtschaftlichen Verhältnis Granny Next eigentlich zu Thursday steht. Und? Seid ihr ein bisschen schlauer? Seid ihr vielleicht sogar neugierig geworden? Dann wartet erstmal ab, was in meinem nächsten Teil kommt. Denn die ganze Welt, in der Thursday Next lebt, ist unfassbar schräg. Ihr habt es vielleicht jetzt schon so ein bisschen an der Vorstellung ihrer eigenen Familie erlebt. Worum es im nächsten Teil geht, verrate ich euch noch nicht. Ihr könnt jedoch davon ausgehen, dass die Welt von Thursday Next immer schräger wird und dass die Dinge, die ich euch in den nächsten Videos erkläre, noch viel abgefahrener sind. Für alle, die sich jetzt schon für diese Reihe interessieren, denen kann ich Band 1, der Fall Jane Eyre, heiß empfehlen. Dazu habe ich auch eine Rezension auf meinem Kanal. Schaut doch mal rein. Wie immer freue ich mich sehr, dass ihr dabei wart und mein Video angeschaut habt. Gebt mir doch einen Like, wenn es euch gefallen hat und abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. Wir sehen uns!